Oh hey! Ja, heute reden wir mal über Season 2, aka Series 15, aka Season 41, wie auch immer ihr diese Season nennen wollt. Wir reden heute über Ncuti Gatwas zweite Season als der Doktor. Und ob diese Season mich mehr überzeugen kann oder weniger überzeugen kann, erfahrt ihr in diesem Video. Bedenkt, wie immer handelt es sich hierbei nur um meine Meinung. Falls ihr eine andere habt, lasst die mich doch gerne in den Kommentaren wissen. Genauso sei gesagt, dass es hierbei zu Spoilern bis zum Ende kommen kann. Sowohl für RTD2, aka Ncuti Gatwas Run als der Doktor, also auch für viele weitere Stories, vor allem die TV-Story. Und falls ihr, warum auch immer, noch nicht etwa meine Videos zum 60th Anniversary oder auch Season 1 gesehen habt, dann holt es doch gerne mal nach diesem Video, um ein genaueres Bild zu kriegen von meiner Meinung zu RTD2. Anyway, alle Disclaimer wurden disclaimed, legen wir mal los mit dem Video. Schließen wir doch etwa direkt an die letzte Season an. Die letzte Episode war Empire of Death und generell der ganze Two-Parter Legend of Ruby Sunday, und Empire of Death war definitiv einer dieser Two-Parters, die mich dann doch enttäuscht zurückgelassen haben. Ich bin nicht so ein großer Fan von den Russell T. Davies Finalen in der Regel, von daher ist es auch nicht verwunderlich. Aber dennoch, wir hatten keinen Doctor Who danach, also war meine Stimmung zu TV Doctor Who zumindest ein wenig mürrisch. Und die nächste Episode wäre ein Christmas Special, und generell bin ich leider nicht sogar ein großer Fan von den Christmas Specials. Also war meine Stimmung, als ich Joy to the World mir angeschaut habe, beziehungsweise begonnen habe, keine so dolle über Doctor Who. Und fuck, ich lag falsch. Joy to the World ist messy, und ich kann definitiv sehen, warum viele Leute dieses Special absolut nicht gemocht haben. Aber es war einer meiner Favorit-Specials unter den ganzen Christmas Specials und einer meiner Lieblingsstory vom 15. Doktor. Aber spulen wir doch mal zurück. Joy to the World zeigt uns den 15. Doktor, wie er mehr oder weniger alleine reist und ins Time Hotel landet. Und ich liebe einfach nur, wie Ncuti Gatwa hier seine Performance hat. Für mich zählt er einfach nur jeden Moment. Schon in der vorherigen Season war ich ein ganz gigantischer Fan von seinem Porträt als der Doktor und dachte mir, dass er genau eine geniale Entscheidung für diese Rolle war. Und Joy to the World ist ein perfektes Beispiel dafür. Stephen Moffat, der wieder hier zurückkehrt für ein Christmas Special, delivert hier einfach nur und bringt uns einen wundervollen 15. Doktor. Sei es nun der Technobabble oder auch einfach nur, wenn er ein Grumpy Kremlin manchmal ist. Generell auch das Time Hotel Setting ist wundervoll sich anzusehen. Das Konzept ist genial, und ich bin ein wenig enttäuscht, dass das Konzept jetzt nicht so stark ausgenutzt worden ist. Natürlich gab es ein paar Szenen, die das ausgenutzt haben, aber ich hätte mir wirklich gewünscht, dass wir das ein wenig mehr exploren können. Zugegeben, die erste Hälfte war dann doch jetzt nicht die aller so dollste. Es war ein wenig zu fast-paced, und ich bin generell nicht so ein großer Fan, wenn das Pacing ein wenig zu schnell ist. Aber meine Güte, der Moment, wenn der andere 15. Doktor den jetzigen 15. Doktor die Chance wegnimmt, zum Time Hotel zurückzukehren, und er deswegen mehr oder weniger für ein Jahr da gefangen ist und warten muss bis zum richtigen Moment, ist wundervoll. Dieser ganze Sequenz mit Anita ist wundervoll einfach nur. Anita ist generell ein genialer Charakter, und ich war wirklich überrascht, das zu sehen, denn dieser Moment ist irgendwie so Doctor Who untypisch. Und dennoch, auch wenn es etwa nicht etwa das Ideale ist von dem, was ich mir von Doctor Who gewünscht habe, ist es genau das Unerwartete, was es an dieser Show manchmal so stark liebt. Und generell diese Szene ist einfach nur wundervoll. Generell dieses Special ist sehr stark gefüllt mit sweeten und seltsamen Momenten, was nicht untypisch ist für ein Christmas Special, denn sie sind meistens deutlich mehr fluffiger. Für mich ist Joy to the World ein perfektes Beispiel dafür, wie man ein Christmas Special zwar fluffy, sweet, charmant machen kann, aber immer noch den richtigen Sinn dafür hat. Joy to the World hat ein cleveres Konzept, und auch wenn ich ein wenig enttäuscht bin, wie wenig der titelgebende Charakter von Joy hier eine Rolle spielt, so doch muss ich zugeben, dass die unerwarteten Dinge, wie zum Beispiel Anita oder auch die kleine Konversation zwischen den Chalöjen und dem Doktor, einfach nur dieses Special für mich etwa zählen. Abenteuerlich, charmant und einfach nur eine spaßige, unterhaltsame Zeit. Doch nach diesem Christmas Special und meiner positiven Überraschung mussten wir etwa eine Weile warten, bis die Season wirklich richtig etwa in Gang gegangen ist. Und sie ist gegangen mit The Robot Revolution. Holy fucking shit, Russell. Warum? Warum hast du mich so sehr, Russell? Was habe ich dir getan? The Robot Revolution ist für viele deutlich besser als Space Babies. Und ich war in meiner originalen Review sehr hart zu Space Babies, aber mit der Zeit bin ich ein wenig wärmer geworden mit Space Babies. The Robot Revolution dagegen? Nein. Eher das Gegenteil, ich werde immer harscher zu dieser Episode. Aber lass mich doch das von vorne erklären. The Robot Revolution hat seine positiven Dinge. Allein schon die Introduction für Belinda Sandra ist wundervoll. Bravo, Safu, ich habe den Namen bestimmt geputzert, ich entschuldige mich dafür, macht eine wundervolle Performance hier aus. Wie sie geschrieben worden ist wundervoll hier einfach nur. So sehr ich diese Story nicht mag, so sehr mag ich einfach nur, wie dieser neue Charakter introduced wird. Sie konfrontiert den Doktor, was so erfrischend ist,
ist, nach der doch eher mehr generischen Art und Weise, wie Ruby mit dem Doktor drauf war. Die titelgebenden Roboter sind zwar charmant und haben was Silliges, Goofy, charmantes zu sich, aber die Story ist jetzt auch nicht die dollste. Das Pacing ist viel zu schnell. Zwar kriegen wir etwa langsame Momente, als der 15. Doktor, Belinda und die ganzen anderen Überlebenden mehr oder weniger sich zusammengesammelt haben, um ein wenig sich etwa zu nursen. Und generell ist diese ganze Sequenz hier ein ganz großes Highlight. Ich lieb's immer, wenn Doctor Who eher mehr ruhigere, langsame Momente in sich hat. Und das hat leider das Revival manchmal eher weniger. So ist diese Sequenz wirklich das Highlight. Und nach dieser Sequenz dachte ich mir wirklich, oh mein Gott, vielleicht werde ich diese Episode dann doch mögen. Und dann kommen wir zum Ende. Heilige Scheiße, gehen wir wieder mit dem Tempo viel zu hoch. Ich müsste wirklich kein Downer sein, denn ich kann definitiv sehen, warum Leute dieses Opener mögen. Aber an manchen Stellen wirkt es einfach nur viel zu messy. Zu starkes Tempo und generell, wie es einfach alles resolviert wird, ist jetzt auch nicht so dolle. Und das Side-Character Cast habe ich noch nicht mal erwähnt. Manny zum Beispiel ist einfach nur ein Ass, warum auch immer. Sasa 55 spielt nicht wirklich eine Rolle und wird einfach nur da genutzt, um Emotionen aus dem 15. Doktor herauszuholen, was nicht wirklich nötig ist. Generell der ganze Cast rund um die anderen, die nicht unser TARDIS-Team sind einfach nur sehr vergessenswert. Selbes kann ich auch über den Zorken sagen, der jetzt auch nicht so dolle gemacht worden ist. Und nach diesem Opener dachte ich mir, vielleicht wäre diese Scene eher weniger was für mich. Und dann kam Lux. Lux war eine Episode, wovor ich etwa große Angst hatte. Auf Papier klingt das wie eine geniale Doctor Who-Prämisse. Auf Papier klingt das wie eine Episode, die immer ein Favorit wird. Ich meine, ein Animationscharakter, der in die reale Welt kommt, ist eine Trope, die man schon öftermals gesehen hat und vor allem extrem gut gesehen hat. Ich meine, Who Framed Roger Rabbit ist ein Meisterwerk darin. Aber leider ist es eine zweite Episode und eine eher mehr campige Episode, geschrieben bei Russell. Und ich war leider wirklich nicht ein großer Fan von The Devil's Court und sehr enttäuscht darüber. Also war meine Hoffnungen zu Lux mehr oder weniger non-existent. Und wieder mal hat mich diese Staffel vom Gegenteil überzeugt. Lux war genial. Nicht alles an Lux war genial, aber das, was genial war, hat wirklich gut funktioniert. Der titelgebende Lux bzw. Mr. Ringedink ist einfach nur ein genialer Charakter. Nicht nur ist seine Singe ein verdammter Ohrwurm, nein, Alan Cumming, der schon davor in der TV-Show dabei war, zum Beispiel in The Witchfinders, gibt eine elektrische Voice-Acting-Performance hier aus. Ich hatte meine Sorgen, da ich nicht etwa wirklich gewusst habe, dass Alan Cumming so gut ist im Voice-Acting, aber meine Güte hat er das einfach nur perfekt rübergebracht. Mr. Ringedink fühlt sich an wie ein klassischer Rubberhouse-Charakter aus den 30ern und genauso soll er sich auch anfühlen. Die Animationen sind super smooth mit ihm und einfach nur wundervoll. Was man auch gegen Ende gemacht hat, wie er mehr oder weniger hyperrealistisch in Anführungszeichen wird, ist ekelhaft und ich lieb's einfach nur. Generell alles rund um ihn ist superb. Wir kriegen nicht so viele Momente mit ihm, aber was wir kriegen, ist einfach nur wundervoll. Und auch unser TARDIS-Team überzeugt hier wieder. Belinda war ich schon ein ganz großer Fan und der 15. Doktor gewinnt mich immer und immer mehr. Judy Gatwa, wie schon etwa in vorherigen Reviews erwähnt, ist elektrisch in der Rolle. Zwar bin ich nicht zufrieden mit jeder Entscheidung über seinen Charakter, aber ich kann mich nicht beschweren an seine Performance. Er als der Doktor, genial. Und dasselbe kann ich über Radha sagen, die hier ihre Balance gefunden hat zwischen bring mich nach Hause und ja, vielleicht ist das was für mich und ich möchte diesen Thrill, das Abenteuer sehen. Die Balance wurde super gut etwa gebalanced hier. Ich war wirklich überrascht, wie unterhaltsam diese Episode ist. Und auch, wie es etwa manche ernstere Themen etwa aufgegriffen hat. Ich hatte nicht gedacht, dass wir Themen wie Zacharias und mehr oder weniger in die eher mehr campige Episode sehen würden. Aber wie es gemacht worden ist, war wirklich super. Und auch das Setting von diesem Abandoned Kino wundervoll. Einfach nur ein wundervolles Setting für eine Doctor Who Episode. Das ist mich so überrascht, dass wir dieses Setting zumindest im TV jetzt nicht etwa richtig gekriegt haben. Auch die Side-Characters sind deutlich mehr überzeugend. Der Protagonist kriegt hier eine tragische Backstory und ich hätte mir gewünscht, dass wir ihn ein bisschen mehr geflasht out hätten. Aber von dem, was wir gekriegt haben, fühlt er sich wie ein runder Charakter an. Und so wirklich beschweren kann ich mich da nicht. Wo ich mich beschweren kann, ist der Fourth Wall Break. Diese Episode geht an vielen Stellen mit Fourth Wall Breaks und das ist per se nichts Schlimmes. Doctor Who hat das schon etwa in seinen ganz frühen Jahren gemacht. Aber nein, Doctor Who trifft Fans von der Show. Und als ich das gesehen habe, musste ich etwa wirklich laut grunzen. Ernsthaft, Russell, mussten wir das ernsthaft machen? Die Fans sind per se jetzt nicht allzu schlimm und ich hätte wirklich was Schlimmeres erwartet, als ich das zum ersten Mal gehört habe. Aber hey, ich bin da noch kein großer Fan von dieser Szene. Es fühlt sich so an, als würde die Szene das Tempo des Momentum ein wenig stoppen. Und das klingt ein wenig paradox, nachdem ich so lange
geschwärmt habe, darüber, dass ich kein großer Fan bin vom Fast Pacing von vielen Revival Stories, aber leider ist das hier ein wenig fehl am Platze. Aber ey, die Szene hat damit geendet, dass man mehr oder weniger gesagt hat, dass diese Fans nicht real sind, also so viel zu beschweren habe ich mich da nicht. Brauchte mal die Szene? Nee, nicht wirklich. Eine sehr unterhaltsame Episode, die genau weiß, was es sein will und an manchen Stellen darüber sogar geht. The Well geht in eine ähnliche Richtung von einer sehr, sehr guten Episode. The Well ist vermutlich die am bestgeratesten Episode aus dieser Season und für viele das große Highlight. Und auch für mich habe ich etwa viele Dinge, die ich etwa an dieser Episode wirklich gesessen habe und eine sehr große Sache, die mich leider von dieser Episode ein wenig abturnt. Wie schon erwähnt, Spoilerwarnung. Es ist ein Midnight-Sequel. Ein Midnight-Sequel klingt wie eine furchtbare Size-Idee. Seien wir mal ehrlich, wer möchte etwa ein Midnight-Sequel haben? Wollen wir wirklich ein Sequel haben, was etwa die Geheimnisse von der ersten Episode Midnight erleuchtet? Ich glaube eher weniger. Und auch wenn The Well als Sequel jetzt nicht das Dollste ist, so doch kann ich etwa wenigstens ein paar Dinge daran loben. The Well weiß, dass man die Midnight Entity nicht wirklich etwa mehr revealen soll. Ich würde behaupten, The Well revealt ein wenig zu viel und das mag ich leider nicht. Aber The Well geht nicht etwa drüber und zeigt uns die Midnight Entity. Aber dennoch bin ich zwiegespaltener Meinung. Es fühlt sich so an, als wäre das Skript von Sama Angel Wolfel, sorry, falls ich den Namen gebuttert habe, ein separates Sequel, wo Russell gesehen hat, oh, wir können das so ein Midnight-Sequel machen. Und per se, als Sequel ist das jetzt solide, würde ich mal behaupten. Es macht nichts falsch. Generell, Midnight kann man etwa nicht wirklich mal verderben mit einem schlechten Sequel. Und hier verderbt man das jetzt auch nicht. Aber wieso muss das etwa ein Sequel zu Midnight sein? Die Entity fühlt sich hier sehr, sehr anders an. Und natürlich müsste man kein Repeat haben von Midnight, aka was die Entity davor gemacht hat. Und an sich macht es auch Sinn, dass die Entity sich irgendwie weiterentwickeln würde. Aber ich weiß auch nicht. Könnte es nicht einfach eine andere Entity sein? Am Ende macht man einfach nur das Universum kleiner. Ich verstehe, dass man gerne mal Welten etwa wieder bereiten möchte. Und dagegen habe ich jetzt auch nichts. Aber konnte Midnight nicht einfach ein One-Off sein? Ich verstehe es nicht. Aber abseits davon, The Well ist eine wirklich gute Episode. Ryder und Shooty überzeugen wieder. Der Side-Character-Cast ist wirklich, wirklich gut hier. Vermutlich meine Lieblings-Side-Characters in dieser ganzen Season. All diese fühlen sich believable an. Und auch wenn manche ein wenig an die Nerven gehen, nach einer bestimmten Wahl. Anders als die Robot Revolution fühlen sich diese Charaktere deutlich mehr geearnt an und deutlich mehr interessanter an. Ich meine, ich würde gerne ein paar dieser Charaktere mehr verfolgen. Dasselbe kann ich jetzt nicht sagen über Manny. Generell großes Lob an den Side-Character-Cast und auch das Gedrehte, wie es etwa visuell aussieht, ist einfach nur eine Pracht. Was diese Entity, aka die Midnight Entity, I guess, bringt, ist ein cooles Konzept, aber wie schon erwähnt, hätte ich mir gewünscht, dass es ein separates Wesen gewesen wäre. An sich schafft diese Episode es sehr gut, diesen Horror rüberzubringen. Und nach dieser Streak kommen wir zu Lucky Day. Lucky Day war vermutlich die erste richtige kontroverse Episode aus dieser Scene. Zumindest von dem, was ich mitbekommen habe. Ich war wirklich gespannt auf Lucky Day. Klar ist es ein weiteres Skript von Pete McTighe, der so ein kontroverses Skript in der Whittaker-Ära gebracht hat. Aber ich war wirklich gespannt, was man etwa mit Ruby nach ihrer Zeit in der TARDIS machen würde. Millie Gibson, wie schon oft erwähnt, ist eine wundervolle Actress und hat das einfach nur gekillt in 73 Yards. Also eine weitere Dr. Light-Episode mit ihr klang wie eine gute Idee. Und von dem, was wir gekriegt haben in Lucky Day, habe ich das gekriegt für eine Weile. Und dann wird diese Episode zu einer Unit-Episode. Fuck! Sorry für meinen Ausburst. Ich hoffe, er war zumindest witzig für euch. Ich mag Modern Unit nicht. Warum müssen wir den Flinks sehen? Wieso existiert Modern Unit? Ich kann verstehen, dass Ross ein großer Pertwee-Fan ist und dass er Unit deutlich mehr nutzen möchte in dieser Ära. Das ist valide. Leider ist die neue Gruppe an Unit People wirklich nervtötend. Und auch Kate Stewart ist jetzt auch nicht so dolle. Es fühlt sich so an, als wäre Lucky Day mehr oder weniger ein Paradebeispiel dafür, dass Modern Unit mehr oder weniger genau das ist, was der Schreiber hinter der Episode möchte. Und dann, wenn man das etwa anders braucht, verändern sie das. Wieso müssen die Vordergrundstory nehmen? Ich mochte das, was wir gekriegt haben mit Ruby. War es perfekt? Nein. Aber an sich war das eine interessante Idee. Und an sich ist die Idee mit Unit und Konrad jetzt auch nicht die allerdümmste. Wurde die gut etwa umgesetzt? Nein. Absolut nein. Und ich behalte mich einfach mal damit. Ich mochte Lucky Day nicht. Das, was ich gemacht habe, war mehr oder weniger Ruby-centric. Aber der Moment, wo sie mehr oder weniger nicht mehr so relevant zum Plot war der Moment, wo Lucky Day mich einfach nur verloren hat. The Story and the Anson ist die beste 15. Doktor-Episode, die ich überhaupt gesehen habe. Vielleicht die beste 15. Doktor-Story, aber so wirklich weit würde ich jetzt nicht gehen. Das ist etwa das VU-Material von ihnen leider noch nicht gelesen, beziehungsweise experienced
vermisst habe. Aber ja, The Story in the End ist fucking großartig. Es gibt so viel zu lieben an dieser Story. Ich bin immer ein gigantisch großer Fan von Stories, die über Stories gehen. Und das ist genau ein Paradebeispiel dafür. Diese Story fühlt sich so besonders an. Diese Story nutzt einfach nur das Doctor Who Setting so perfekt. Und auch abseits von der Doctor Who nicht in sich, konnte es etwa eine sehr gute eigene Sache für sich sein. Schon wie bei Knock Knock, was, wenn wir mal den Doktor und Bill raussetzen, eine sehr gute Anthology-Horror-Episode gewesen wäre. Dasselbe kann man auch für Story in the End sagen. Was für eine Episode, was für Performances, so viel zu lieben. Eine Sache kann man schon sagen, es war wundervoll, Zoe Martin hier zu sehen. Sie war zwar ein Cameo, aber ich wollte schon immer von der TV-Show so eine Cameo-Rolle von einem anderen Doktor sehen. Einfach randomly in irgendeiner Story einen anderen Doktor zu sehen, on-screen, war ein Traum für mich. Und das zu sehen mit Zoe Martin, wundervoll. Wirklich viel zu sagen habe ich nicht über sie. Sie ist grandios, aber die Rolle, bzw. die Szene, ist noch nicht mal eine Minute lang. Über wem ich aber viel sagen kann, ist Ncuti Gatwa selbst. Er zählt das einfach nur in seiner Performance hier. Was für eine Performance. Vielleicht sogar einer seiner besten, wenn nicht sogar die beste Performance als der Doktor. Allein zu dem Moment, wo all diese TVs angehen und Szenen von anderen Doktoren zeigen, episch einfach nur. Brauchten wir das? Nicht wirklich, aber hier hat es am meisten Sinn gemacht. Andererseits bei bestimmten anderen Episoden, zu denen wir später kommen. Aber ja, was wir da sehen in dieser Episode, wundervoll. Die Reaktion, zum Beispiel, wenn der Barber ihnen erzählt, dass er all diese Götter ist und er dann einfach nur darüber lacht. Genial, nur ein quintessential Doktor-Moment für mich. Leider kann ich das selber nicht sagen über Belinda. Hier beginnen wir mehr oder weniger ihr Fall von Craze, denn so gut sie etwa in den ersten 3 Episoden ist, doch wird sie mehr oder weniger gesidelined hier. Ich habe nichts dagegen, da die Story so verdammt gut ist, die mehr oder weniger dem 15. Doktor spotlightet, aber es ist dennoch ein wenig frustrierend und schade, so wenig von Belinda zu sehen. Und der Barber, ich habe ihn schon erwähnt, der Barber ist wirklich eine Standout-Performance. Was er für eine Performance geliefert hat, ist wundervoll. Generell, ich kann einfach nur so viel loben an dieser Episode. Einzige großen Probleme, die ich vielleicht an dieser Story hätte, wäre der Score. An manchen Szenen ist der Score viel zu laut. Aber gut, das ist ein Problem mit vielen der Episoden aus dieser neuen Ära. Enola Allman, ich habe den Namen vermutlich auch gebutzert, bringt ein Stellar Guest Skript zu sich. Wundervoll einfach nur. Der Interstellar Song Contest. Oh boy, wir müssen über diese Episode reden. Es gibt eine ganz große Sache, die ich schon viele angesprochen habe und die ich eher ungern besprechen müsste, aber die Optics von dieser Story sind wirklich nicht die tollsten. Dasselbe kann man auch für Lucky Day sagen, aber hier vor allem sind es etwa sehr frustrierende Optics. Es gibt wundervolle Belinda-Momente hier, vor allem wenn sie etwa denkt, dass der Doktor weg ist, deswegen eine Panikattacke kriegt, während Dagadu spielt, ist einer meiner absoluten Lieblingsmomente aus dieser ganzen Episode. Dagadu ist genial. Können wir über Dagadu reden? Dagadu ist die beste Sache, die zu Doctor Who passiert ist. Und einfach nur ein Ohrwurm. Ich meine, wie könnt ihr Nein sagen zu Dagadu? Können wir mehr über Dagadu reden, als über die tatsächliche Episode? Nein? Okay. I guess wir kriegen einen netten Teaser. Susan Foreman. Ja, die Granddaughter des Doktors zurückkehren würde. Es ist wundervoll, Caroline Ford wieder in diese Rolle zu sehen. Dass sie so lange etwa in diese Rolle zurückkehren wollte. Und das ist irgendwie versenktes Potenzial, dass das Revival nie eine Episode mit ihr gemacht hätte. Von daher ist es wundervoll zu sehen, dass sie zurück ist. Leider passiert nicht irgendwas damit und anscheinend wird es ein Tease für eine mögliche dritte Staffel sein. I guess. Das ist enttäuschend. Ich hoffe, es ist nicht das letzte Mal. Denn ich denke, Caroline Ford kann eine fantastische Performance abliefern. Und das Potenzial einer Reunion zwischen dem Doktor und Susan ist so gigantisch. Also wäre es schade, wenn es nie etwa wirklich genutzt wird. I guess, wir haben noch den Rani Reveal. Arti Pansami killt das einfach nur in der Sekunde, wenn sie on screen kommt. Ich hab's kaum erwähnt, aber Mrs. Flood ist der große Mystery-Charakter, die immer mal wieder auftaucht. Ich habe nicht wirklich so viel zu sagen. Das war der wirklich größte Augenroller für mich. Und wir kriegen eine random By-Generation-Szene mit ihr. Anscheinend gibt es eine zweite Rani. Sie ist die Rani. Wo ist der Applaus? Ihr sollt applaudieren. Oh, das stimmt ja. Russell hat noch nicht mal wirklich so ein Setup gemacht für die Leute, die nicht wissen, wer der Rani ist aus der klassischen Show. Super gemacht, Russell. Super gemacht. Reden wir doch mal über Westworld und das Finale. Erstmal Westworld. Ich habe etwa kurze Gedanken dazu, da ich etwa deutlich mehr Gedanken habe zum Finale. Die Idee von Westworld ist genial mit Conrads Fake Reality und wie es einfach gemacht worden ist. Es fühlt sich deutlich mehr an wie ein cleverer Commentary im Vergleich zu vielen der anderen Versuche an Commentary in dieser Season. Es ist auf jeden Fall deutlich mehr besser gebalanced. Leider ist diese Episode mal wieder eine Russell T. Davies Part 1 aus einem Two-Parter Finale Episode. Das halt natürlich viel Build-Up. Ich habe nichts gegen Build-Up. Build-Up kann
genial sein, wenn es gut gemacht ist. Ich meine, schaut euch Utopia an. Es ist viel Build-up, aber genial. Leider ist Westworld viel zu viel Build-up und nicht wirklich etwa so viel als Story. Ich find's besser als The Legend of Ruby Sunday, das etwa mehr zu sich hat. Ich meine, der interessante Commentary und wie diese Fake Reality ist auf jeden Fall interessanter als das, was wir in Legend of Ruby Sunday gekriegt haben, was mehr oder weniger eine Episode ist, die einfach nur aufgebaut ist, um zum Cliffhanger zu kommen. Aber dennoch bin ich leider kein großer Fan. Vor allem, da ich etwa wusste, dass man mit diesen mysteriösen Dingen, die man aufbaut, jetzt viel machen würde. Archie Pensami als Durrani ist genial. Ich finde zwar schade, was sie etwa mit Mrs. Flood, aka Anita Dobsons Rani gemacht haben, denn sie fühlt sich etwa nicht wirklich an wie Durrani. Pensami fühlt sich auch nicht so an wie Durrani, aber sie ist eine fantastische Schauspielerin und auch wenn sie das alles theaterischer macht, als ich üblich gewohnt bin von Durrani, dann auch kann ich etwa nicht lügen, dass ich sagen würde, dass sie dennoch das einfach nur killt. Das Setdesign ist auf jeden Fall genial. Das ist eine ganz große Sache, die ich loben kann. Brauchten wir wirklich etwa diesen Bone-Palast? Nein, aber es ist genial. Die Opening-Sequenz ist absurd und ich mag sie nicht. Okay, es gibt interessante Dinge, die man hier digesten kann, aber so wirklich mit vielen Worten lässt es mich nicht etwa über. The Reality War. Ich mag es nicht, wenn Leute etwa sagen, das ist die schlechteste Episode von Doctor Who. Doctor Who wird niemals etwa recovern davon, weil das immer irgendwie ein Statement ist, was ein wenig übertrieben ist. Zumindest finde ich das. Natürlich gibt es paar Entscheidungen, paar Finales, die ich absolut nicht etwa ausdenken kann oder verstehen kann, warum die etwa so hasse Reaktionen bringen kann. Leider bin ich dieses Mal hier einer dieser Leute. The Reality War ist ein fucking Mess. Sogar schlimmer als Empire of Death. Vielleicht sogar das letzteste Finale von der Russell T. Davis Katalog an Finalen. Scheiße, was kann man da etwa sagen? Es gibt so viel zu sagen zu The Reality War. Jodie Whittaker kehrt zurück als der 13. Doktor. Es ist wundervoll, sie hier wiederzusehen. Und ich denke, das Writing, Nate, einfach nur generell Interaktion von ihr als auch Gatwa sind einfach nur genial und wundervoll sich anzusehen. Und das ist eigentlich das Einzige, was ich wirklich an dieser Episode mag. Ich kann sehen, dass Gatwa das Beste daraus versucht. Ich kann sehen, dass die meisten Schauspieler hier das Beste daraus versuchen. Und sie versuchen wirklich ihr Bestes, denn das Skript versucht das nicht. Omega ist zurück, aber er sieht aus wie ein verdammtes Skeleton-Monster. An sich ist es ein cooles Design, aber ein gutes Design für Omega? Nein. Und das ist noch nicht mal das Witzigste daran. Omega kommt, ist Archie Pensamis Durrani, wird mehr oder weniger im Ghostbusters-Style vom 15. Doktor weggebracht und das alles läuft in 3 Minuten. Das ganze Cliffhanger-Ende für nichts. Anita ist zurück und an sich sollte ich etwa froh sein, denn ich mochte sie wirklich in Joy to the World. Aber so wirklich plot-relevant wird sie jetzt auch nicht. Wie man diese Fake-Reality mehr oder weniger durchspricht, ist unterhaltsam und es gibt paar epische Momente mit Gatwa, wo die Musik wirklich das Heavy Lifting macht. Aber es ist frustrierend, es ist messy, es ist überfüllt und dann noch undercooked. Der Main-Plot rund um die Ranis, rund um Omega, rund um Conrad wird mehr oder weniger gerappt up in den ersten 30 Minuten. Und da denkt man sich, was wird denn jetzt nun in den nächsten 30 Minuten passieren? Oh, Poppy! Poppy, the Space Baby, kehrt zurück und ist super wichtig. Wird uns jemand etwa einen Moment gegeben, wo wir wirklich für Poppy fühlen? Nein, es wird uns mehr oder weniger gesagt, dass Poppy das Wichtigste auf dieser Welt ist und wir deswegen für Poppy uns fühlen sollen. Und Belinda. Hier fühlt sich es noch nicht mal so an, als wäre sie ihr Charakter. Hier fühlt sich es an wie ein komplett anderer Charakter. Ein blender Charakter, ein uninteressanter Charakter und sie wird literally in eine Box gesteckt. Für die ganze Ex. Muss ich etwa sagen, was das Problem hierbei ist? Ich glaube eher weniger. Und es ist eine Regeneration Story. Es ist cool, eine Überraschungs-Regeneration zu sehen. Wirklich. Und an sich mag ich die Regeneration. Die letzten Worte des 15. Doktors passen wirklich zu dieser Inkarnation. Es ist zwar schade, dass Ncuti Gatwa von der Rolle jetzt weg ist, aber ich kann ihn jetzt nicht playen. Und dann wird Ncuti Gatwa zu einem Lied aus dem Jahre 2005. Ja, Billy Piper ist der Doktor. Ich habe mir überlegt, ob ich etwa ein Video darüber machen sollte, über meine Meinung dazu, aber ich dachte mir wirklich, wir wissen fast kaum was kann ich darüber sagen? Ich halte mich kurz, ich bin kein Freund von dieser Entscheidung. Nichts gegen Piper, gute Schauspielerin, aber mussten wir wirklich wieder mal jemanden holen aus dem Jahre 2005, aka 2006, die einer der Leads waren? Ich verstehe, warum man etwa 10 zurückgebracht hat. Auch wenn ich kein großer Fan davon bin, ich verstehe es. Und ich bin mir sicher, Piper wird einen guten Job machen in der Rolle. Aber konnte es nicht jemand Neues sein? Ich weiß, anscheinend gibt es sehr viele turbulente Sachen rund um dieses Finale und rund um diese Season im Allgemeinen. Ich weiß auch nicht. Ich fühle mich ein wenig zynisch darüber. Weil für mich fühlt es sich so an, als wäre das eine Entscheidung, die mehr gekommen
gekommen ist, aus. Was bringt die großen Headlines? Statt wirklich, was ist etwa für die Story relevant? Was könnte eine gute Story erzählen? Ich müsste hoffnungsvoll sein, aber ich würde nicht lügen, wenn ich sagen würde, dass meine Hoffnung kaum existent ist. Aber ich weiß auch nicht. Wir müssen einfach sehen, was da passiert. Für mich ist Season 2 eine Season, die rocky ist. Vielleicht sogar ein bisschen nicht so dolle wie die erste Season von Get Rust Run. Und ich mochte die erste Season von Get Rust Run jetzt auch nicht so dolle. Aber die Standalone-Episoden, die wirklich funktioniert haben, haben wirklich einfach nur gebüllert. Und es gab auch geniale Episoden hier. Ich habe viel hier gelobt. Immer. Season 2 lässt mich ein wenig ungewiss rüber. Ich bin gespannt, was wir in der Zukunft kriegen. Und vermutlich wird das auch nicht mein letztes Video über Get Rust Run als der Doktor sein. Aber anyway, das war wirklich ein ganz langer Ramble über die neueste Season von Doctor Who. Länger als die letzte Review, das mir doch ein wenig mehr Zeit spenden wollte mit den einzelnen Episoden. Ich hoffe, diese lange Review hat euch dennoch gefallen. Und mich würde wirklich interessieren, was eure Meinung ist zu Season 2, aka Staffel 2, Series 15, was auch immer von dieser Season. Und wie steht ihr zu Get Rust Doctor und seiner ganzen Tenure? Seid ihr Fans? Lasst mich doch alles gerne in die Kommentare wissen. Und wir sehen uns, bzw. hören uns beim nächsten Mal. Euer Random oder so ähnlich. Bye!